Hier haben wir für euch die 11. Auflage des Hochleister Evergreens Ozone Edge. Der gestreckte 5-Strut Kite wird weiterhin in der Fronttube mit einer 5-Punkt-Waage abgestützt. Pulleys gibt es hier keine. Am Ende der direkten Verbindung der Steuerleinen gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, um den Bardruck und den Turning Speed des Kites beeinflussen zu können. Die Hybridwaage ist so gestaltet, dass hier nur am Ende der Fronttube Leinabweiser benötigt werden. B- und entlüftet wird mit einem großen Ein- und Auslassventil und das One-Pump-System ist absolut gerade gehalten, damit man es schnell be- und entlüften kann. Das Fronttube-Material ist ein Ripstop-Dacron-Material mit einer Kedernaht verschlossen und von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Und als Flugtuch verwendet Ozone beim Edge ein dreifach Ripstop-Material. Das Flugtuch ist hier bis in die Tips durchgezogen und die Abrisskante besitzt eine großflächige Doppelung mit jeweils einzelnen Kunststoff-Patches in jedem Bahnverlauf, damit hier die Abrisskante bei hoher Fluggeschwindigkeit nicht flattert. Alle zu verstärkenden Bereiche sind mit Dacron ausgeführt. Alle Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Und auch wie immer bei Ozone ziert ein breiterer Dacron-Streifen den Übergang der Fronttube zum Flugtuch. Bei einem derart ausgereiften Modell wie dem Ozone Edge ist es natürlich schwer, auch immer jedes Jahr wieder neu etwas zu verändern und zu verbessern. Die wesentliche Änderung wurde hier vollzogen durch die Verwendung von sehr zugfestem und speziellem Dreifach-Ripstop-Material, was die Dynamik des Kites nochmal verbessern soll. Im Bereich des Angleitens und des Low-Ends ist er weiterhin auf jeden Fall ein Kraftpaket, so wie es auch die Werbung verspricht. Er wird gleichmäßig sofort angeströmt. Er hat eine Positionierung, die ist nicht am äußersten Windfensterrand, sondern einen kleinen Tick tiefer. Und das ist auch sein absoluter Sweet Spot, auf dem er sich hier bewegt. Und da möchte der Edge auch wirklich gehalten werden, positioniert werden. Und an der Stelle bringt er dann wirklich durchweg sehr gute Leistung. Und das Ganze bezieht sich natürlich auf einen wirklich hohen Grundzug und auch eine gute Beschleunigung mit einer hohen Endgeschwindigkeit. Aufgrund des Standes im Windfenster ist der Amwindkurs hier gut bis sehr gut. Es bedarf keinerlei Korrekturen, da die Kappe sich wirklich selbstständig an seinem Sweet Spot positioniert und dort absolut gleichmäßig und kraftvoll durchzieht. Bei seinen Barkräften, sprich den Steuer- und den Haltekräften, bewegt er sich im mittleren Bereich mit einer minimal ansteigenden Tendenz, was Böen angeht oder auch wenn es in den oberen und stärkeren Windbereich geht. Dann bewegt sich das Ganze etwas in den höheren Bereich. Allerdings ist das Ganze nicht nervig oder störend oder ermüdend, sondern es hilft eher beim Feedback dieses kraftvollen Kites, den Stand im Windfenster wirklich jederzeit genau spüren zu können. Das Modell Ozone Edge gehört seit jeher zu den gestrecktesten Tube Kites im 5-Strut-Sektor. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass hier bei den Flugradien und dem Drehvermögen hier die mittleren bis weiten Radien bevorzugt werden. Dabei absolviert er alle seine Flugmanöver und seine Positionierung mit einer mittleren bis hohen Fluggeschwindigkeit. Das Profil der Kappe des Ozone Edge V11 ist wirklich zu 100% auskonstruiert. Dementsprechend ist aufgrund sehr gleichmäßiger Anströmung die Profilstabilität bei wenig bis sehr viel Wind optimal.
Klar, wir haben hier ein paar kleine Änderungen, was Gewichtsreduktion angeht. Einige Verstärkungen wurden durch leichteres Material ausgetauscht. Man darf aber auch nicht vergessen, im Vergleich der gestreckten Hochleister ist der nicht der leichteste. Wie gesagt, nichtsdestotrotz zeigt er sich auch bei wenig Wind am Foil durchaus leistungsstark. Die optimale Kombination sieht er natürlich auch mit einem schnellen Flügel, damit die Geschwindigkeit dieses Kites auch umgesetzt werden kann. Und kommen wir nochmal zurück auf diese Positionierung, wie am Anfang besprochen. Dieser Sweet Spot, der hält den Kite auf einer bestimmten Position. Geht er weiter nach vorne ins Windfenster oder fällt er tiefer hinein, so ist dann auch die Powerwirkung etwas reduziert, die ansonsten sehr gut ausfällt. Also in dem Sweet Spot Bereich ist er insgesamt auch von dem Windbereich, den er abdeckt, sehr groß. In puncto Sicherheit, hier ist das Barsystem wirklich eins der ersten gewesen mit einem Click-In-System. Das löst bei 6 Kilo und einer Last von 120 Kilogramm aus. Und die Wiedermontage ist kinderleicht. Das Abstürzen in eine Single-Frontleine funktioniert seit jeher bei dem Kite einwandfrei. Die Widerstarteigenschaften sind gemäß der Streckung und dem, was man erwarten darf von so einem 5-Strut-Hochleister gut. Wie gesagt, man kann früher foilen, als dass man ihn starten kann. Man braucht definitiv konstant 10 Knoten, um jetzt hier zum Beispiel wie bei uns im Testen 10 Quadratmeter starten zu können. Und auch ein Rückwärtsstart über beide Steuerleinen ist durchaus mit etwas Übung möglich. Beim klassischen Springen und Bigair zeigt er sich gewohnt in seinem kraftvollen Bild. Er besitzt auch weiterhin einen wirklich gleichmäßig hohen und lang anhaltenden Lift. Allerdings hat er konzeptbedingt gegenüber den Mitbewerbern mittlerweile sowas wie XR7, einem North Orbit oder auch einem Duoton Rebel einen nicht ganz so explosiven Lift. Das liegt einfach an dieser etwas geringeren Agilität gegenüber diesen anderen, vielleicht, wenn man so möchte, etwas moderneren Schirmen. Und an dieser Stelle kommen wir zu dem wirklich wesentlichsten Punkt. Diese starre, polylose Hybridwaage hält den Ozone Edge V11 wirklich in einer genauen Position vom Anstellwinkel. Deshalb hat er auch so im Verhältnis zu den anderen einen etwas präziseren Sweet Spot, wie wir es so nennen möchten. Die anderen haben da eine etwas höhere Variabilität von der Positionierung, von wo der Kite am besten abgesprungen werden kann. Da ist das Ergebnis hier bei einer Position halt wirklich in seinem Lieblingsbereich sehr, sehr gut. Allerdings in den anderen Bereichen, wenn er etwas weiter außen steht oder etwas tiefer aus dem Windfenster abgesprungen wird, dann ist die Leistung vergleichsweise einfach nur gut bis sehr gut. Das ist einfach dann natürlich eine gewisse Geschmackssache und eine Frage des Einsatzbereiches. Der Ozone Edge stand immer schon ein bisschen für sich alleine, weil er einfach nochmal einen Tick gestreckter war und nochmal ein bisschen mehr Grundzug hatte als die anderen. Das ist auch weiterhin genauso der Fall. Nur diese moderne Freestyle-Komponente, die durch die neuen GKA-Disziplinen dazugekommen ist in den letzten Jahren, die kann er halt mit den ganzen Loops und den ganzen Bewegungen, die da vollzogen werden während der Sprünge, nicht ganz so agil vollziehen. Er hat halt einfach klassisch eine sehr lange Hangtime, die bei viel Wind immer weiter anwächst. Also hier ist er wirklich ein echtes Flugobjekt. Aber wenn es um kompliziertere Dinge geht oder auch Loops oder Doppelloops, da braucht es schon sehr viel Wind. Wir brauchen sehr viel Höhe, damit die größeren Radien auch sauber gleichmäßig vollzogen werden können, weil er auch einfach nicht so schnell durchdreht
und wieder fängt wie vergleichsweise die anderen zuvor genannten Schirme. Das heißt, wer in dem klassischen Bigair-Bereich unterwegs ist, also einfach viel Druck halt, Kante halten und den Kite halt nach oben lenken und dann dabei die maximale Leistung abrufen wollen, da spielt er weiterhin zu 100% oben hin mit. Und auch bei weniger Wind oder auch über Sheet and Go lassen sich hier immer wirklich gute Leistungen abrufen. Und sein hoher Grundzug ist einfach auch so, man hat einen sehr verlässlichen Schirm bei diesen Sprungeigenschaften, weil man sich einfach an der Bar festhalten kann. Und auch wenn man ihn mal ein bisschen nicht optimal positioniert hat, trägt er trotzdem weiterhin dauerhaft gut. Letztendlich empfiehlt er sich halt als High-Performance Freeride-Schirm für Big Air und alles und für jeden, der lange fliegen möchte und für Kiter, die gerne und schnell unterwegs sein möchten. Das gilt ganz klar natürlich für das Twin-Tip, aber auch halt für den Foil-Bereich, wenn man ihn dort mit ausreichend schnellen Flügeln kombiniert. Also mit langsameren, surfigeren Flügeln, da wird er jetzt nicht unbedingt glücklich, da wandert er dann automatisch halt einen Tick vor, weil das System unten bremst. Das mag er nicht so gerne, weil dadurch dann wieder seine optimale Position verändert wird. Dementsprechend muss man da halt auch ein kleines bisschen das Fahrkönnen höher schrauben, damit man hier auch etwas performanceorientierte Flügel. Es muss nicht rein Race sein, aber Free Race in die Richtung, da sollte es schon gehen, was das Foilen anbelangt. Dann wird man da auch sehr glücklich mit dem Ozone Edge V11. Er stellt nicht wirklich große Anforderungen an das Fahrkönnen. Er ist nicht sehr leicht zu verlenken. Wenn man wirklich grobe Fehler macht, kann man die ohne weiteres gut ausgleichen. Einfach aufgrund des Effektes, dass man sich immer an dem Schirm festhalten kann. Also er fällt niemals irgendwo alleine vollständig ins Leere. Es ist nicht das allerschnellste Flugbild und die allerschnellste Umpositionierung. Das muss er in diesem Fall aber auch gar nicht, da seine Qualitäten einfach ein bisschen langsamer ausgerichtet sind. Bei den größeren Größen vom Ozone Edge V11 kann man ihn durchaus, ohne respektlos zu sein, ein bisschen oldschool nennen. Klar, das Ganze wird natürlich vom Bild immer auch angepasster an die moderneren Schirme. Wenn ich die kleineren Größen 9, 8 und auch kleiner nehme, dann wächst die Agilität automatisch und dann fallen die ganzen Loop-Geschichten ebenfalls leichter. Vom Fahrer- oder Fahrerinnengewicht vom Einsatzbereich gibt es eigentlich keine Einschränkung. Schwerere Fahrer ab 90 Kilo plus werden sich stets über den doch insgesamt kontinuierlichen und hohen Grundzug freuen. Nur leichtere Personen, 60 Kilo und weniger, könnten eventuell von dem kraftvollen Bild des Edge V11 etwas überfordert sein. Insgesamt bleibt hier alles bei den auch versprochenen Leistungen, die Ozone anpreist. Eine wirklich kraftvolle Sprungmaschine, die zudem noch halt ein ordentliches Maß an Speed mitbringt.